Okay, so, dann mal herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute geht es um das Tool EML to PDF Converter in der Version 2.0. Das ist jetzt erschienen, es ist draußen. Ihr könnt das einrichten und installieren. Das gibt es für Docker ARM und x86 Docker. Das Tool kann eigenmächtig eingesetzt werden, ganz alleine für sich arbeiten und einfach nur Dateien erstellen, oder man kann es verbinden mit Paperless, das funktioniert zu 100%, oder anderen digitalen Managementsystemen, Dokumentenmanagementsystemen. Entschuldigt. Gut, in der neuen Version hat sich ziemlich viel getan. Die EML to PDF hat mehr oder weniger eine komplett neue Engine bekommen, weil es ja in dieser Version auch multilingual sein sollte. Da kommen wir dann auch noch zu, das haben wir auch geschafft. Wir haben nicht alles umgesetzt, was wir wollten. Wir haben allerdings Erweiterungen und den supporteten Anlagen, Dateien, die an der E-Mail dranhängen können, noch mit integriert. Da kommen wir dann auch später noch drauf, wenn wir dann in die Einzelheiten, in die Details reingehen. So, für die EML oder für das EML to PDF oder der EML to PDF Converter gibt es eine offizielle Webseite jetzt, die habe ich eingerichtet auf meiner Homepage. Die findet ihr oben hier unter Referenzen und hier unten ist dann EML offizieller Website, beziehungsweise verlinkt natürlich in den entsprechenden Beiträgen. Es ist in erster Linie erst einmal ein Administrator-Manuell, also das Administrator-Handbuch, Konfiguration, Einrichtung und so weiter. Das ist hier alles nochmal genau beschrieben. Natürlich kommen jetzt noch hier andere Sachen hinzu. Das ist jetzt der erste Entwurf der Webseite. Die ganze Entwicklung von EML to PDF hat natürlich 4 Wochen länger gedauert, auch als sie sollte. Von daher gesehen etwas nachsichtig sein. Na, dann hier nochmal das ganze Ding hier. Dann haben wir den ganzen Überblick, die allgemeine Verwendung, Workflow, wie es abläuft, unterstützt Inhalte und Anhänge. Da haben wir zum Beispiel Plaintext, HTML, Multipart, MIME, dann unterstützt der Anhänge, PDF, Doc, DocX, XLS, XLSX, PPT, PPTX, OTD. Ja, die ganze Reihe runter. Was natürlich auch wichtig ist, was wir natürlich unterstützen und auch noch Wert legen, ist Apple. Ist auch mit drin. Dann haben wir CSV-Dateien, die gibt es in 2 verschiedenen Versionen. Da gibt es eigene Konverter jetzt, also für sowohl die Teilback-Kalkulation Import als auch die Kontaktkarte, die als CSV zur Verfügung stehen kann. Normalerweise sind das immer VCF-Karten, das Format verwendet aber eigentlich fast überwiegend ausschließlich auch wiederum nur Apple. Aber wie gesagt, war eigentlich auch ganz wichtig, dass man das braucht. Was nicht unterstützt, ist zum Beispiel jetzt Markdown, MD und RTF, Richttextformat, das machen wir dann in der nächsten Version. Wie gesagt, es muss jetzt einfach mal eine Entscheidung getroffen werden, dass da ein bisschen was weitergeht mit dem Tool, und wir haben uns entschieden, das jetzt nicht mit allen Erweiterungen rauszubringen, aber funktional und komplett getestet. Ich hoffe, dass nicht allzu viele Fehler auftauchen werden. Dann die ganze Leistungsübersicht hier nochmal dazu, die Systemanforderungen, die ihr braucht. Dann natürlich auch die Container, wie sie heißen, welche Links das ihr pollen müsst, um die zu bekommen. Dann wie eure Docker Compose auszusehen hat, beziehungsweise ein bisschen anpassen für Docker Run. Wer das mag, also wie gesagt, ich bevorzuge absolut immer noch die Docker Compose Lösung, das für mich immer noch die brauchbarste Lösung einfach irgendwie ist. Aber es ist Geschmackssache, da hat jeder sein eigenes Lieblingskonfigurationstürchen am Laufen, und es liegt auch immer sehr oft mit dran, was man gelernt hat, was man kann. Muss man auch berücksichtigen. So, die Konfiguration erfolgt über die Config Johnson, die ist im Hauptverzeichnis abgelegt, die Paperless-Integration, Login- und Fehlerbehandlung und natürlich dann die Lizenz. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, natürlich der Link zu spenden. Wie gesagt, es ist ein kostenloses Tool, es ist einfach verwendbar, es hat keine Einschränkungen. Wenn dir die Arbeit gefällt und es benutzt oder in dein System integrierst oder in deiner Firma, würde ich mich über eine Zuwendung natürlich sehr freuen, da sich das Ganze ansonsten eigentlich bis jetzt für mich überhaupt nicht gerechnet hat. Das war jetzt mal ganz gemütlich dazu. Also wie gesagt, wir haben hier noch einiges erweitert und umgebaut. Multilingual, da kommen wir dann auch noch ganz dazu. Ich habe jetzt in den Test-E-Mails, muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen, muss ich kurz gucken, gar nicht gesehen. Nein, die Bank-E-Mail auf Thailändisch ist nicht mehr dabei, aber wir haben trotzdem thailändische Schriftzeichen, um es zu zeigen, ist es kein Problem.
Schauen wir uns einfach mal direkt konvertierte E-Mails an. Also das System ist eigentlich recht einfach. Die Dateien werden in einem Importverzeichnis abgelegt. Da geht das Tool EML to PDF drüber, liest diese Dateien ein, konvertiert die E-Mail, konvertiert sämtliche Anlagen und du kannst dann noch einschalten, ob du zwischen den Anlagen Trennseiten haben möchtest oder nicht. Kann man rauslassen, wenn man das nicht möchte. Es ist bei den Anlagen eine Kopfzeile definiert, wo Anlage auch nochmal drin steht. Kennt ihr als Fußzeile jetzt zum Beispiel von Microsoft Word, wenn ihr da ein Buch schreibt oder sowas, dann habt ihr da auch eine Fußzeile und so haben wir das in der Kopfzeile auch nochmal hinterlegt. Gut, die Dateien, die im Verzeichnis dann abgearbeitet sind, werden dann in einem entsprechenden Ausgabeverzeichnis abgelegt. Dieses Ausgabeverzeichnis kannst du natürlich entsprechend in ein Dokumentenmanagementsystem-Verzeichnis legen, wo das automatisch eingelesen wird. Bei Paperless ist es das Verzeichnis Konsum. Da lasse ich meine ganzen Dokumente eigentlich reinschreiben und Paperless holt sie sich dann automatisch und integriert sie und weist mit seiner KI dann entsprechend das Ganze schon mal ein bisschen zu. Kann man dann leicht noch ein bisschen nacharbeiten, muss man auch in der Regel, ich habe zwar schon ziemlich viele Papers drin, aber so ganz hundertprozentig funktioniert es nicht. Es funktioniert eigentlich immer sehr gut. Mir ist aufgefallen jetzt der Jahreswechsel 2026, also Tax-Deal 2026 Zusammenhänge, also mit der Jahreskennzeichnung zum Beispiel, die hat er immer noch auf 2025 gelassen, weil er das halt mal irgendwie einfach so gelernt hatte. Aber okay, das sind andere Geschichten, die gehören jetzt eigentlich auch nicht so hier hin. Gut, dann generell zu dem Tool. Ich mache eigentlich sämtliche E-Mail-Importe eigentlich nur noch über das Tool. Ganz einfach aus dem Grund, weil die E-Mail-Anbindung in Paperless selber habe ich zwar schon konfiguriert, aber ich bekomme da teilweise sehr komische Sachen raus, oft meistens schwer zu definieren, wo der Unterschied ist, also ob ich jetzt sagen sollte oft oder meistens. Ich sage einfach mal sehr oft unbrauchbare Dokumente, die ich einfach nicht benutzen, verwerten kann oder die nicht aussagekräftig sind oder total verstümmelt. Und aus dem Grund finde ich die Lösung hier mit EML to PDF eigentlich sehr gut. Was ich euch in den nächsten E-Mail dann noch im nächsten Beitrag und Video noch erklären werde, ist, wie ihr mit Getmail arbeiten könnt. Getmail ist ein Tool, das könnt ihr konfigurieren. Der ruft dann bestimmte E-Mail-Verzeichnisse unter bestimmten Parametern auch ab und speichert das als EML-Datei direkt in deinen EML to PDF-Konverter-Ordner. Und da kann das Tool sich das holen, verarbeiten und dann in dein Dokumentenmanagementsystem einstellen. Wie gesagt, das macht man mit Getmail. Ich habe jetzt leider den Namen von dem lieben User nicht mehr im Kopf, der mir den Tipp gegeben hat. Aber an dieser Stelle sei er gegrüßt. Er wird das Video bestimmt sehen und ich habe dich nicht vergessen, aber ich habe gerade deinen Namen nicht mehr im Kopf. Genau, das zum Thema dazu und deshalb konvertiere ich eigentlich alles mit diesem Tool, weil ich kriege hier saubere, schöne Darstellung. Gibt ein paar Ausnahmen. Okay, nee, ich lasse das gar nicht so ein auf die Ausnahmen. Wir bleiben einfach im Skript, das ich nicht habe. Und fahren jetzt einfach mal fort. Das war jetzt eigentlich so das Wichtigste, was es generell über das Programm zu sagen gab. Wie gesagt, multilingual, da kommen wir auch noch dazu. Jetzt schauen wir uns einfach mal entsprechend hier so Testmails an, die wir konvertiert haben. So, siehst schon als allererstes, ich habe hier mich für das EU-System entschieden. Die, wenn irgendwas liken oder bekannt geben oder herausgeben, die tun das auch immer schwärzen. Und ich wollte mich dann nicht so viel mit Google jetzt abtun und das immer so stilvoll machen irgendwie. Ich habe mir gedacht, ich lehne mich damals mal an die EU an. Ich habe aber nicht wie die EU alles geschwärzt, dass ich mir das Papier hätte sparen können, sondern ich habe viel übrig gelassen, was man lesen kann. In schwarzen Buchstaben, es sind auch Schwarzdiften, also nicht viel auffallen. Also von daher gesehen haben wir die Gehässigkeit jetzt auch wieder weiter und wir machen weiter im Text. So. Das ist eine konvertierte E-Mail. Sie fängt an, das ist eine E-Mail, es wird schon mal gekennzeichnet, dann von wem, an wen. E-Mail-Adresse dahinter ist eigentlich konfiguriert. Ich muss leider dazu sagen, dass es schwierig ist, eine E-Mail-Adresse auszugeben, wenn sie unterdrückt ist oder nicht, also nicht, wie soll ich jetzt sagen, also nicht direkt rausholbar ist aus dem E-Mail-Header. Und dann ist die E-Mail-Adresse eben nicht da. Wir sehen auch andere E-Mails, da ist dann die E-Mail-Adresse da. Und in ganz seltenen Fällen ist Name und E-Mail-Adresse, das war eigentlich mein Wunsch, dass ich das so haben will, aber das hat jetzt noch nicht funktioniert. Vielleicht finde ich da noch eine Lösung in der nächsten Version. Dann, worauf ich immer ärgere beim Testen hier, die ist die erste E-Mail-Zeile, weil die fehlte immer sehr oft.
Die ist da, dann haben wir den kleinen Absatz, dann kommt hier die Signatur. Ich weiß, dass es Signatur ist, die wird also auch einwandfrei verarbeitet. Werde ich auch umgesetzt und hier sehen wir, das ist ein Mail von Google. Da geht es um Google Formulars. Da hat jemand eine neue Antwort auf meiner Homepage gemacht. Ja, dann kann ich jetzt hier zu dem Kontakt gehen. Ihr könnt aber gerne den Link anklicken. Kommt ja nicht weit. Kleine Käsigkeiten. Ich bin heute ein bisschen schruck drauf. Okay, aber nachsichtig sein bitte. Also die E-Mail schaut halt wirklich schön sauber aus, wie man es auch wirklich im Editor, im E-Mail-Programm sieht. Und nicht irgendwie nur auf Text runtergeknackt und ja, geht schon. Die Methode ist jetzt zwar etwas, wie soll ich sagen, der braucht ein bisschen mehr Speicher und vielleicht ein bisschen mehr Rechenleistung. Aber sie stellt halt die E-Mail in Original quasi so dar, wie sie auch archiviert worden ist. Das heißt auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Ne? Da kann ich dann nicht sagen, im Moment, hier sind nicht unsere Logos drauf oder sowas. Geht gar nicht. Und deshalb möchte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte das Zeug schon so haben, dass ich so viel wie möglich originalgetreu die E-Mail auch abgebildet habe. So, dann kommt hier noch der freundliche E-Mail-Hinweis nach der E-Mail, nach dem E-Mail-Body hier oben. Das ist, diese E-Mail enthält eine Anlage. Gehen wir mal schnell runter. Ein bisschen scrollen. Da ist wieder der übliche. Das ist jetzt eine Trennseite. Wie gesagt, die könnt ihr über die Config Johnson ausschalten, wenn ihr sie nicht haben wollt. Dann ist es nochmal die E-Mail, um die es gegangen ist. Falls man das mal irgendwann ausgedruckt hat oder nicht mehr weiß, wohin das gehört, kann man das dann da zuordnen. Ist eine Anlage dran. Das ist die Modul.text. Und das ist die Kopfzeile, die ich gesagt habe, Anlage 1. Also wie gesagt, wenn ihr die Trennseite ausschaltet, ihr habt hier oben auch nochmal diese Anlage dann drin stehen. Und das ist jetzt eine Textdatei, ganz normale stinkige Textdatei, wie man sie eigentlich selten bekommt, aber okay, gut. Schauen wir uns mal die nächste E-Mail an. Also hier seht ihr zum Beispiel, habe ich natürlich jetzt die E-Mail-Adresse natürlich ausgesperrt, EU-technisch gesehen, darf man den Datenschutz und so weiter, darf man natürlich nicht. Habe ich natürlich aus, aber ihr seht hier ist noch so das geschwungene Ad, also hier ist eine E-Mail-Adresse dahinter hinterlegt. Und da zeigt er die E-Mail-Adresse an, aber bei Cloudflare zeigt er zum Beispiel wieder nicht die Cloudflare-E-Mail-Adresse an oder hier zeigt er nicht den Namen an. Das ist alles so, wie gesagt, das muss man da vielleicht noch ein bisschen nachfeilen. Vielleicht kriege ich das nochmal irgendwann in den nächsten Versionen hin. Ich hätte es gern. Dann hier auch wieder die Cloudflare-Rechnung, auch im Logo, so wie die E-Mail original bei euch im Postfach auch wirklich aussieht. Ja. Alles hier mit den Ressourcen, mit den Links dazu, alles verarztet, ist alles dabei. Diese E-Mail enthält eine Anlage. Wollen wir wieder runter, da kommt wieder meine Trennseite. Cloudflare Invoice. Ja. So, und hier wird es jetzt richtig schwarz. Das ist also so eine Cloudflare-Rechnung, wie man sie normalerweise kriegt. Und da seht ihr auch, die ist einwandfrei drin und die kann ich mir jetzt auch hier ausdrucken. Ich habe also nicht nur den Hinweis in der E-Mail, wenn ich sie jetzt über Paperless zum Beispiel direkt einlesen lasse aus dem Google-Postfach und ich habe da eine Anlage dran. Also ich habe es nicht hingekriegt, dass er die Anlagen mit konvertiert. Ich habe es mal geschafft, dass er ein Kästchen hingemacht hat mit einem Dateinamen, aber die Datei war dann auch nicht da. Also das war eigentlich auch der Grund, warum ich mich dann gesagt habe, ich setze mich dahin, ich bastel mein eigenes Tool. Ich habe viele gefunden, die so ein Tool mal angefangen haben, es aber irgendwie anscheinend auch nicht fertig gebracht haben und das dann mal irgendwie haben gut sein lassen. Ich habe das jetzt ein bisschen weitergeschrieben. Das ist jetzt das dritte Release von dem Ding, die raus ist und ich denke, da können wir durchaus noch ein bisschen was machen und die Community wird es mögen. Es ist wirklich ein sehr schönes Programm und die Ergebnisse sind super. Gut, dann nehmen wir die nächste E-Mail und hier sieht es wie folgt aus. Der übliche Kopf, dann haben wir hier auch noch mal drin stehen RÖÜ, scharfes S-Sternchen, RÖÜ. Hat einfach den Hintergrund, die ganze Geschichte war ein bisschen aufwendig. In der 1.2 selbst war es noch so, dass teilweise die Umlaute einfach nicht konvertiert worden sind oder Zeilenumbruch nicht erfolgt ist. Das liegt einfach daran, dass die Geschichte mit dem Message Body einfach so ist, dass es da zig verschiedene Formate gibt und da auch wirklich rausgekriegt habe, dass man da viel mehr berücksichtigen muss, als ich mir da erst am Anfang eigentlich gedacht und vorgestellt habe. Drum das hier auch nochmal extra mit drin. Auch das Thema Apple nochmal zurückzukommen, auch der E-Mail-Body von
Apple wurde hier berücksichtigt. Es ist also nicht mehr so, dass wenn man jetzt eine E-Mail von einem Apple-Gerät bekommt und die hier verarbeitet wird und die Anlagen jetzt, sagen wir mal, hier anstelle der 2 mitten im Text stehen, dann wurden die Anlagen übersetzt, aber der E-Mail-Text war nicht mehr da. Das war auch noch ein Fehler, der hier raus ist. Also es gehen jetzt auch Apple-E-Mails, das Format ist auch drin. Wie gesagt, es hat sich viel ergeben, wo ich einiges daraus lernen musste und es noch umsetzen musste. Hat es mir eigentlich so ein bisschen einfacher vorgestellt, gebe ich ganz ehrlich zu, war ein bisschen naiv. Aber ich lasse mich nicht lumpen, mache da auch weiter und bringe das Ganze zum Abschluss. So, dann haben wir hier wieder eine Anlage, das ist jetzt eine CVS, ein Kontaktfile, ein virtuelles Kontaktfile. Das Format wird überwiegend eigentlich von Apple verwendet und von den anderen meistens nicht. Wir stehen jetzt auch nochmal hier, Kontaktdaten, ein Kontakt, die Datei Max Mustermann, VCF, dann erstellt, wann das Ding erstellt worden ist. Also wirklich alles sehr schön, soweit alles gehalten, dass es möglichst nahe an BOGD hieß das. Dass es wirklich nahe an GOBD auch drankommt und natürlich auch entsprechend optisch den Originalen entspricht. Wie gesagt, leichte Unterschiede sind da auch kein Thema. Es geht auch eine Tutor-Franz-E-Mail, die einfach komplett auf Text runtergebrochen worden ist, wenn sie richtig dokumentiert ist und in den Protokollen festgehalten ist, wo diese Datei herkommt und wie sie verarbeitet wurde, dann würde man auch hier einen Plain Text als GOBD-konform akzeptieren, aber das haben wir ja eigentlich nicht. So, dann haben wir hier erst einmal, hier seht ihr auch, in diesem ganzen Text ist eine thailändische Adresse enthalten und hier seht ihr auch die schönen thailändischen Schriftzeichen. Das ist also mit drin. Das funktioniert auch mit Arabisch, mit Chinesisch, Kyrillisch und so weiter, aber da gibt es noch andere Ecken. Und zwar das Tool verarbeitet diese Daten, setzt diese Daten auch entsprechend in die PDF-Datei um. Ich kann jetzt nicht für andere Dokumentenmanagementsysteme sprechen, da ich diese soweit nicht kenne. Bei Paperless verhält sich das so, dass die OCR-Erkennung Paperless übernimmt. Und Paperless hat man auch, wenn man die Sprachen einstellt, teilweise gerade bei diesen exotischen Schriften, jetzt Thailändisch eine davon ist, betrifft mich halt jetzt besonders, weil das brauche ich eigentlich. Und sonst sind die anderen natürlich auch keine große Kunst, wenn man noch Russisch damit dazu, Arabisch, Chinesisch und was noch alles dazu gehört. Dann hat man das drin. Aber Paperless OCR kann die Texte teilweise nicht richtig übersetzen. Die Ergebnisse sind dann teilweise wirklich recht mies. Wenn ihr wirklich viele Dokumente habt, die das verwenden oder benutzen oder exotische Schriftarten haben und ihr auch danach suchen lassen wollt, dann müsst ihr entsprechend mit der OCR-Software Modul rumspielen, das ihr in eurem Dokumentenmanagementsystem habt und da entsprechend die Sprachen so einstellen, dass das funktioniert. Ich habe es nicht hingekriegt, dass es funktioniert, war auch ein Grund, warum ich zu diesem Tool gekommen bin. Und man kann auch im Paperless einstellen, dass er, wenn er unter bestimmten Voraussetzungen die Datei kriegt, diese OCR-Erkennung machen soll und unter bestimmten Voraussetzungen, wenn zum Beispiel der OCR-Text schon vorhanden ist, er sie nicht selbst neu erstellen soll. Das heißt, wenn OCR jetzt nicht ausgeführt wird, würde natürlich das, was in der PDF drinsteht, also dieser Text, der hier auch kopierbar ist, übernommen werden. Also es ist ein bisschen tricky, da muss man ein bisschen arbeiten. Ich habe da aber noch eine viel bessere Sache am Laufen und die ist allerdings spezieller, die auch diese Dokumente dann komplett mit den exotischen Sprachen verarbeiten kann. Das ist eine Lösung, die ist schon in Planung. Sie steht auch schon auf dem Papier. Also was heißt auf dem Papier? Ich habe ja gar kein Papier hier. Sie steht auch schon im Skript drin. Also das ist schon soweit komplett geplant. Auch die Lösung dafür existiert schon und bei Gelegenheit, wenn ich Zeit habe, werde ich dann anfangen, das zu programmieren. Also wie gesagt, es gibt da Lösungen. Es war ziemlich lange und ich bin nur durch Zufall auf eine Idee gekommen, wie man das Problem beheben kann, dass solche Sachen wirklich in den OCR-Dateien richtig eingebunden werden und man kann die dann auch vom Paperless aus nachübersetzen lassen. Ist aber dann wieder ein weiterführendes Thema, das kommt später. Das wird nicht Bestandteil von EML to PDF sein, sondern es wird ein eigenes, in sich geschlossenes Tool sein. Basierend genauso wie hier auf dem eigenen Container wird es auch nicht sein, sondern es wird ganz eine abwegige Sache sein.
Aber sie wird funktionieren. Aber wie gesagt, da müsst ihr noch ein bisschen Geduld haben. So, dann wieder unsere Trennseite, die erkläre ich jetzt nicht. So, und jetzt kommen wir zu einer ganz interessanten Datei. Max Google Kontaktfile. CSV. Der CSV klingelt jetzt eigentlich schon irgendwie da was bei dir im Kopf, nehme ich mal an. CSV waren noch Tabellenkalkulationsdaten, die man in einer CSV mit Semikolon getrennt einlesen kann. Richtig. Aber, und das ist das nächste, man muss das sauber abtrennen. Es gibt auch CSV-Files, die werden zum Beispiel von Microsoft Outlook und von Google verwendet. Das Format wird generell unter Microsoft Outlook immer ausgegeben. Also ob das jetzt von Google stammt, dann steht das hier Microsoft Outlook, aber genauer kann ich es noch nicht aufsplitten. Und das Ganze ist eine CSV-Datei, die mit Komma getrennt ist. Und diese Datei beinhaltet folgende Kontaktadresse. Auch hier wieder natürlich die thailändischen Schriftzeichen. Exotische Schrift, wie du siehst, ist vorhanden, ist da, wird angezeigt. Ja, die Notizen, die Labels, dann E-Mail-Adresse, alles schön hier konvertiert und übernommen. Die sind auch dann ein bisschen länger, je nachdem, wie viele Daten und Informationen da drin stehen. Und dann kommt hier nochmal eine dritte Datei, also die dritte CSV-Datei. Die ist hier auch nochmal, die ist jetzt von Outlook erstellt worden. Die erkennt er auch korrekt als Microsoft Outlook. Ist auch eine CSV mit Komma. Und hier stehen die Daten dann wie folgt drin. Ja. Vorname, ja gut, Vorname ist schon richtig, also wird schon richtig ausgegeben. Ich habe den Kontakt halt nur mit Vorname genannt. Und auch hier, auch ja, die exotischen Schriften natürlich mit drin. Hier siehst du noch einen schönen blöden Smiley. Der ist natürlich nicht so schön gelb-bunt, der ist ein bisschen, aber er ist da. Wie gesagt, für die dritte Release, glaube ich, ist das hier schon ein richtig cooles Ding geworden. Da kann man jetzt auch nicht meckern. So, und jetzt kommen wir zu 2025. Steuer Thailand, CSV. Ja, das ist dann jetzt so eine Importtabelle normalerweise. So, die habe ich jetzt einfach mal hier einbinden lassen auch, damit ich auch sehe, dass CSV als Textdatei, als Tabellenkalkulationsdatei von der Visitenkarte unterschieden wird. Ich kriege hier noch einen Redefelix. Habe ich natürlich auch wieder einiges ausschwärzen müssen, ist klar, geht euch natürlich vieles davon nicht an. Auch hier wieder thailändische Schriftzeichen, also exotische Schriften wie Russisch, Kyrillisch und so weiter sind hier eigentlich mit drin. Umlaute werden auch und es wird als CSV-Datei nicht mit Komma getrennt oder mit Semikolon in dem Fall, es steht hier, ausgegeben, dass es schwer lesbar ist, sondern es ist optisch schön aufbereitet, dass man was damit anfangen kann. Habe ich eigentlich auch immer sehr viel Wert drauf gelegt, dass wir das aufs Layout, das war mir immer ein bisschen wichtig an der ganzen Sache. Ich habe meine Sachen immer gern ein bisschen hübsch. Man fällt auch damit auf und macht positiven Eindruck. So, dann kommen wir noch zu einem speziellen Format. Und ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Sagen wir es einfach so. In Deutschland ist es ja normalerweise so, dass man irgendwann die Systeme mal hinklatscht und dann lässt man sie 10 Jahre laufen. Wir haben da sehr viele Systeme, da haben wir ein Sonderformat gefunden. Zum Beispiel bei Krankenkassen taucht das sehr viel auf. Bei Amazon taucht es auf. Es sind halt überwiegend teilweise auch viel in PHP programmierte Anwendungen, wo das eben auftritt, wo man die E-Mail, die verschickt wird, quasi mit einer eigenen kompletten CSS-Struktur übermittelt und einen eigenen HTML-Body und so weiter komplett. Also quasi eine E-Mail verschickt, die aufgebaut ist wie eine komplette Webseite. Das ist zum Entschlüsseln teilweise wirklich blöd, weil diese CSV-Lösungen dann das komplette Skript teilweise außer Gefecht setzen. Die haben das soweit abgefangen, dass dann wenigstens eine korrupte Ausgabe erfolgt mit allen relevanten Daten. Das wäre dann eben, wie gesagt, die katastrophale Plain-Text-Lösung, dass er einfach bloß einen blanken Text untereinander kriegt. Das ist die schlimmste Lösung. Ich habe also schon Ergebnisse gesehen, die waren jetzt hier oben einfach nur grau abgesetzt. Waren die E-Mail-Daten drin gestanden, dann die erste Seite leer, so wie das jetzt hier auch ist. In dem Fall haben wir aber jetzt trotzdem einen schönen E-Mail-Header bekommen. Das ist aber jetzt wirklich die Ausnahme, kann ich sagen.
Wie gesagt, ich habe das Ganze mit KI analysiert, um rauszukriegen, wo die Unterschiede und die Probleme liegen. Und die KI meinte dazu ganz lässig, das sind alte, steinzeitmäßige EDV-Systeme, die noch solche E-Mails verschicken. Gut. Ich will keine Werbung machen für ChatGPT, aber wie gesagt, ich habe es von der KI und was soll ich sagen? Also es gibt hier Webseiten, die E-Mails, die quasi eine eigene Webseite sind mit sämtlichen Daten, Bodies, Frames und so weiter. Das ist einfach zu viel. Das war einfach hier in dem Programm auch soweit nicht mehr abzufangen. Allerdings, wir haben jetzt hier auch bis auf den Umbruch, dass wir hier die E-Mail jetzt nicht auf der ersten Seite, sondern erst auf der zweiten Seite haben, trotzdem jetzt bei dieser Mail von der AOK jetzt mal zum Beispiel immer noch ein sehr gutes Ergebnis rausgekriegt. Ich habe die E-Mail aber im Test auch schon gesehen, da kam wie gesagt nur die Plain-Text-Version. Das kann man dann einfach nicht anders machen. Das, wie gesagt, nachdem das veraltete Systeme sind, die noch im Betrieb sind, gehen wir mal davon aus, dass die irgendwann ausgetauscht werden und wir dieses spezielle Steinzeitformat, also Fred-Feuerstein-System hier nicht unterstützen, indem wir das weiter ausbauen, um das zu einer wirklich schönen, reifen Ausgabe zu bringen. Das kann hier dann gerade bei solchen automatischen Systemen zu einer schlechten Darstellung führen. Aber wie gesagt, es sind alle Daten eigentlich so weit vorhanden. Gut, das soll es jetzt eigentlich auch gewesen sein. Das waren die Änderungen und wie jetzt das neue Tool in der Version 2.0 ausschaut. Das soll es jetzt für dieses Video auch schon gewesen sein. Das waren jetzt die ganzen Neuerungen und Änderungen, die ich euch gezeigt habe, die im EML2 PDF Version 2.0 vorhanden sind und eingebaut worden sind. Und ein bisschen Hintergrundinformationen dazu. Sollte das Programm oder das Video gefallen, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Alle weiteren Infos findest du natürlich im Homepage-Artikel, den ich unten in der Videobeschreibung auch nochmal verlinke. Dann produziere ich die Videos für euch natürlich in meiner privaten Freizeit und wie schon gesagt, wenn du den Kanal unterstützen willst, beziehungsweise meine Arbeit, würde ich mich über eine Unterstützung sehr freuen. Spendenlinks sind zu dem Video nochmal auf meiner Homepage und natürlich in der Videobeschreibung hier bei YouTube auch zu sehen. Ansonsten solltest du weitergehende Fragen, Probleme haben oder Unterstützung für diese ganze Sache brauchen, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen, Auftrag gegen Rechnung und gut ist das. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video. Ciao.